Heute geht es um einen der entscheidenden Hebel für erfolgreiche IT-Projekte im Zeitalter von KI und dem schnellen Wandel. Nämlich, warum Kommunikationskompetenz auf der mittleren Führungsebene nicht nur die Arbeitsatmosphäre verbessert, sondern maßgeblich den Return on Investment eurer Technologieinitiativen bestimmt. Und wie CIOs wieder echte Zeit für Transformation gewinnen. Weißt du, eigentlich wollte ich heute was ganz anderes erzählen. Aber nach einem Gespräch gestern mit dem KI-Architekten Roland Abu Younes ist mir klar geworden, das größte Problem liegt meist nicht in der Technik, sondern zwischen beiden Ohren, nämlich in den Köpfen. Und somit in der menschlichen Kommunikation. Oder wie ich auch immer sage, was bringt uns die KI ohne MI? Weißt du, die eigentliche Hürde natürlich klingt es super, Millionen in KI zu investieren, neue Systeme einzuführen. Aber was passiert dann? Wie oft habe ich schon gehört, unsere teuerste Investition ist die nie ihr Ziel erreicht, weil die Abteilungen einfach nicht miteinander sprechen. Ja, das ist das Problem. CIOs und CTOs sind derzeit sowieso extrem gefordert. Die Erwartung an schnelle Umsetzung, KI-Integration und abteilungsübergreifende Zusammenarbeit sind so riesig. Aber die größte Hürde bereitet eben die Kommunikation im Team. Und genau da setzen meine Tipps heute an. Also bleib dran, wenn du wissen willst, warum klassische Trainings wenig bringen und wie technische Führungskräfte nicht nur durch Expertise in ihrem Fach, sondern durch gezielte Impulsgeber und Geberinnen zum Gamechanger werden. Kurz zu mir. Ich bin Alice Moustier. Ich arbeite seit fast 10 Jahren als Kommunikationstrainerin, speziell für IT-Abteilung und technische Führungskräfte. Ich hatte gebürtig Mathe und Physik auf Lehramt studiert und schon damals gemerkt, dass Mathe-Nerds eine völlig andere Sprache sprechen als die Normalbevölkerung. Deshalb ist mein Ansatz heute, die Sprache und Bedürfnisse von Technik, HR und Management zu verbinden. Praxisnah, individuell und ohne Zeitverschwendung für überflüssige PowerPoint-Schlachten zum Beispiel. Ich habe Unternehmer von Start-ups bis zu DAX-Konzernen begleitet und weiß aus erster Hand, woran Innovation häufig scheitert und wie man diese Barrieren überwindet. Als erstes möchte ich auf die unsichtbaren Hürden eingehen, nämlich Kommunikationsdefizite in Technikteams. Du kennst sicherlich die Schwierigkeit, viele Techniker oder Entwicklerinnen oder Mitarbeitende in IT-Teams wollen Klartext. Ja, vielleicht etwas zu oft Klartext. Und manchmal wird es dann, etwas ungemütlich für andere. Und dann hilft es, ihnen klarzumachen, wie man den Tonfall anpasst. Ehrlich bleibt und trotzdem freundlich. Denn sie meinen es ja meist nicht unhöflich. Es kommt eben nur unhöflich rüber, weil andere ihre Denkweisen nicht verstehen. Und ganz ehrlich, ich spreche da aus eigener Erfahrung. Ich bin da kein bisschen besser. Aber das, was ich gelernt habe in meinem Leben, gebe ich gerne weiter. Und der zweite Punkt ist, warum klassisches Management-Training für technische Leitung meist nicht funktioniert. Viele IT-Manager erleben das als Pflichtübung, nicht als wirklichen Hebel. Häufig auch, weil normales Management-Training auf normale Menschen ausgerichtet ist. Aber logisch ausgerichtete Menschen funktionieren eben sehr anders. Logische Art zu denken, ihre sehr direkte Art, verscheucht eben auch schnell andere Gesprächspartner oder Gesprächspartnerinnen aus anderen Abteilungen. Bisher habe ich persönlich kein Management-Training gesehen, wo speziell über die Denkweise von Logikern eingegangen wird. Und glaub mir, in meinem Mathestudium hatte ich nur solche um mich herum. Das ist einfach eine andere Denkweise und auch andere Kommunikationsweise. Und als Führungskraft brauchst du somit auch eine andere Führungsart.
Mein Co-Autor, Dr. Christian Dräger, hatte diese an die Menschen angepasste Führung in unserem Buch als Management by Walking genannt. Ich finde, das ist ein schöner Begriff. Man muss unter die Menschen gehen, um es zu verstehen. Der dritte Punkt ist, wie die beste Kommunikation in der Führungsebene aussehen könnte. Warte mal, ein Sprung noch. Was ich immer wieder bei CIOs erlebe, gerade bei den roten Knotenpunkten, ist, die Zeit reicht nie. Das Personal reicht nicht und trotzdem muss Innovation laufen. Deshalb braucht es individuelle, flexible Angebote und nicht schon wieder so ein Schema F oder Training von der Stange, was bei neurodivergenten Mitarbeitenden, also neurologisch anders getakteten Menschen, einfach nicht mehr zieht, sondern denen meist schon zum Hals heraushängt. KI ist mittlerweile das Buzzword, aber ohne Kommunikation bringt die modernste Technik halt nichts. Teams, die kommunikativer werden, sind einfach schneller, weniger frustriert und, du weißt schon, auch erfolgreicher. Der vierte Punkt, nämlich was CIOs jetzt sofort tun können. Individualisierung schafft Engagement. Natürlich, weil ich das Gefühl habe, als Mitarbeitender, dass diese Angebote auf mich angepasst sind. Kennzahlen in den Vordergrund stellen, das ist auch ganz wichtig. Wie viele Projekte werden genehmigt, als Beispiel? Wie hat sich die abteilungsübergreifende Kommunikation verbessert? Das ist auch für Mitarbeitende sehr interessant zu wissen. Kommunikation entscheidet, ob neue Technologien wie KI tatsächlich Früchte tragen. Der Erfahrungswert ist, Teams, die gezielt in Kommunikationskompetenzen investieren, implementieren Tools wesentlich schneller und mit weniger Widerständen. Wenn du jetzt merkst, hey, das sind genau die Themen für mein Unternehmen, dann abonniere jetzt meinen Kanal. Hol dir die Impulse, die wirklich für dich als Führungskraft im Tech-Bereich funktionieren. Jeden zweiten und vierten Dienstag bekommst du als CIO oder CTO hier neue Ansätze für die Führung deiner begeisterten Nerds und Geeks. Und schau dir auch unbedingt hier die beiden Videos an. Hier oben IT-Projekte finanzieren oder mehr Budget für Cybersecurity, wie du deine Geschäftsführung leicht überzeugst. Und schreibe auch gerne in die Kommentare, was dich am meisten nervt oder bewegt. Ich versuche im nächsten Video dann gerne darauf einzugehen. Und dann freue ich mich, dich in 2 Wochen wiederzusehen. Hab noch eine schöne Woche.